Lektion 1. Optionen erkunden. Ich suche nach verschiedenen Optionen für mein bevorstehendes Projekt. Das ist einmalig. Welche Optionen ziehen Sie in Betracht? Ich suche nach verschiedenen Themen und Materialien für das Design. Das klingt interessant. Erkunden Sie weiter, bis Sie die richtige Passform gefunden haben. Ja, ich finde es hilfreich, für jede Aufgabe bestimmte Fristen zu haben. Das ist eine kluge Strategie. Sie hält dich konzentriert und motiviert. Genau. Es hilft mir, meine Zeit effektiv zu verwalten. Lassen Sie uns gemeinsam ein Brainstorming durchführen, wenn Sie weitere Ideen benötigen. Das fände ich toll. 2 Köpfe sind besser als einer. Lektion 2. Umgang mit Angst. Konzentrieren Sie sich abschließend auf tiefe Atemtechniken, um sich zu beruhigen, wenn Sie gestresst sind. Das ist ein toller Vorschlag. Ich vergesse oft, tief durchzuatmen. Es hilft wirklich, Ihre Gedanken zu zentrieren und Ängste abzubauen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das in meine Routine zu integrieren. Hast du andere Entspannungstechniken angewendet? Ja, ich mache manchmal Yoga, was mir auch hilft, mich zu entspannen. Yoga ist hervorragend für Körper und Geist. Unbedingt. Lass uns bald eine gemeinsame Yogasitzung planen. Das klingt perfekt. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Lektion 3. Termine setzen. Ja, ich finde es hilfreich, für jede Aufgabe bestimmte Fristen zu haben. Das ist ein kluger Ansatz. So bleiben Sie auf dem Laufenden und sind rechenschaftspflichtig. Genau. Ohne Termine neige ich dazu, zu zögern. Ich kann das nachvollziehen. Ein Zeitplan motiviert mich wirklich, Dinge zu erledigen. Welche Strategien verwenden Sie, um Ihre Zeit effektiv zu verwalten? Ich erstelle gerne eine tägliche To-Do-Liste und priorisiere Aufgaben. Das ist eine tolle Idee. Ich sollte auch damit anfangen. Es hilft wirklich, den Kopf frei zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Helfen wir uns gegenseitig, organisiert und termingerecht zu bleiben. Lektion 4. Informationen sammeln. Ja, ich habe meine Nachforschungen angestellt und alle relevanten Informationen gesammelt. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, gut vorbereitet zu sein. Ich wollte sicherstellen, dass ich alles hatte, bevor ich Entscheidungen traf. Kluger Schachzug. Welche Quellen fanden Sie am hilfreichsten? Ich habe seriöse Websites und einige akademische Artikel verwendet. Großartig. Diese können solide Einblicke und Daten liefern. Ja, jetzt wo ich all diese Informationen habe, fühle ich mich sicherer. Das ist der Schlüssel. Wissen befähigt uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Lass uns besprechen, was ich gefunden habe. Ich würde gerne deine Gedanken hören. Lektion 5. Fotografieren als Hobby. Du bist ziemlich kreativ. Warum versuchst du es nicht mit der Fotografie? Das ist eine tolle Idee. Ich wollte es schon immer genauer erkunden. Es macht Spaß, Momente festzuhalten und sich durch Bilder auszudrücken. Unbedingt. Außerdem ermöglicht es Ihnen, die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Hast du darüber nachgedacht, welche Art von Fotografie du ausprobieren möchtest?
Ich interessiere mich für Natur- und Porträtfotografie. Das sind beide wunderschöne Themen. Lass uns gemeinsam einen Fotospaziergang planen. Das finde ich toll. Das wird eine tolle Art zu üben sein. Ja, und danach können wir unsere Lieblingsaufnahmen teilen. Lektion 6. ÖPNV-Karten. Für die Zahlung können Sie eine ÖPNV-Karte verwenden. Wo kann ich eine dieser Transitkarten bekommen? Sie finden sie normalerweise an Bahnhöfen oder in Geschäften des täglichen Bedarfs. Das ist praktisch. Das spart Zeit, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Genau. Außerdem bietet es oft Rabatte auf Tarife. Das ist ein Bonus. Ich werde auf jeden Fall vor meiner Reise nach einem suchen. Es wird Ihre Reisen so viel reibungsloser machen. Ich freue mich darauf, mit der Karte zu erkunden. Es klingt so einfach. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Reiserouten planen, sobald Sie die Karte erhalten haben. Lektion 7. Taxi gegen Shuttle. Hallo, nimmst du ein Taxi vom Flughafen? Nein. Ich bevorzuge den Shuttle. Er ist billiger und bequemer. Das ist eine kluge Wahl. Wie oft fahren die Shuttles? Sie kommen alle 15 Minuten, sodass Sie nicht lange warten müssen. Perfekt. Es ist schön, zuverlässige Optionen zur Verfügung zu haben. Ja, und es gibt Ihnen Zeit, sich zu entspannen, bevor Sie Ihr Ziel erreichen. Das werde ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise in Betracht ziehen. Das solltest du. Es ist eine problemlose Art zu reisen. Lassen Sie uns weiterhin Reisetipps teilen. Sie sind so hilfreich. Lektion 8. Ins Fitnessstudio gehen. Hey, bist du in letzter Zeit ins Fitnessstudio gegangen? Ja, habe ich. Ich habe eine neue Gesundheits- und Fitnessroutine begonnen. Das ist großartig. Was für Workouts machst du gerade? Ich konzentriere mich auf Krafttraining und einige Cardio-Sitzungen. Tolle Kombination. Krafttraining ist so vorteilhaft. Ganz gewiss. Ich fühle mich jeden Tag stärker und energiegeladener. Das ist fantastisch. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich versuche mindestens 4-mal pro Woche zu gehen. Beeindruckend. Motivieren wir uns gegenseitig, konsequent zu bleiben. Lektion 9. Essensoptionen. Ich habe gehört, dass Sie verschiedene Optionen wie Hühnchen oder Pasta haben. Ja, das stimmt. Es ist schön, die Wahl zu haben, wenn man auswärts ist. Welches bevorzugst du normalerweise? Ich tendiere eher zu Pasta. Es gibt einfach so viele leckere Variationen. Ich stimme zu. Pasta kann wirklich beruhigend sein. Was ist mit dir? Hast du ein Lieblingsgericht? Ich liebe Hühnchenparmesan. Es ist ein Klassiker. Das klingt köstlich. Wir sollten versuchen, es irgendwann zusammen zu machen. Ja, zusammen kochen würde viel Spaß machen. Lektion 10. Nebenbestellungen. Klar, das besorge ich für dich. Kannst du auch nach einer Beilage mit Pommes fragen? Unbedingt.
Pommes passen perfekt zu fast allem. Das tun sie wirklich. Welche Pommes magst du am liebsten? Ich liebe knusprige, goldene Pommes, besonders mit etwas Knoblauchgewürz. Das klingt köstlich. Ich bevorzuge Süßkartoffelpommes. Die sind auch toll. Sie haben einen so einzigartigen Geschmack. Ja, und sie sind ein bisschen gesünder, was ein Bonus ist. Stellen wir sicher, dass wir beim nächsten Mal beide Sorten bekommen. Lektion 11. Die Landschaft erkunden. Ich habe vor, irgendwo hinzugehen, wo ich mich entspannen kann. Das klingt herrlich. Wo denkst du darüber nach, etwas zu erkunden? Ich dachte darüber nach, die Landschaft zu erkunden. Das ist eine Weile her, seit ich das getan habe. Die Landschaft ist so friedlich. Ich liebe die frische Luft und die Freiflächen. Genau. Es ist eine perfekte Flucht vor dem Trubel der Stadt. Gibt es bestimmte Orte, an die Sie denken? Ich würde gerne die sanften Hügel besuchen und vielleicht wandern. Das klingt unglaublich. Ich kann mich dir anschließen, wenn du möchtest. Das fände ich toll. In Gesellschaft wird es mehr Spaß machen. Lektion 12. Lokales Sportgeschäft. Normalerweise gehe ich in ein örtliches Sportgeschäft. Das ist eine gute Idee. Sie haben oft eine große Auswahl an Geräten. Ja. Es ist praktisch, alles, was ich brauche, an einem Ort zu finden. Nach welcher Art von Sportausrüstung suchst du normalerweise? Ich suche hauptsächlich nach Laufschuhen und Trainingskleidung. Das sind essentielle Dinge. Bequeme Schuhe machen einen großen Unterschied. Unbedingt. Hast du ein Lieblingssportgeschäft? Ich mag das in der Innenstadt. Sie haben einen großartigen Kundenservice. Lass es uns irgendwann zusammen überprüfen. Lektion 13. Kurzurlaube bei warmem Wetter. Ich hoffe wirklich auf warmes Wetter in diesem Sommer. Vielleicht wäre ein tropisches Reiseziel perfekt für Sie. Das klingt unglaublich. Wie wäre es mit der Karibik? Es gibt viele wunderschöne Inseln zur Auswahl. Genau. Jeder hat seinen ganz eigenen Charme. Haben Sie eine bestimmte Insel im Sinn? Ich habe darüber nachgedacht, Jamaika oder die Bahamas zu besuchen. Beides ist eine fantastische Wahl. Du wirst eine tolle Zeit haben. Lassen Sie uns gemeinsam mit der Planung dieses Kurzurlaubs beginnen. Lektion 14. Kochen mit Gewürzen. Ich liebe es, beim Kochen Gewürze wie Knoblauchpulver und Oregano zu verwenden. Das klingt köstlich. Diese Gewürze verbessern den Geschmack wirklich. Das tun sie. Welches Gewürz verwendest du am liebsten? Ich verwende sehr gerne Kreuzkümmel. Er verleiht einen so warmen Geschmack. Gute Wahl. Welche Gerichte bereitest du gerne damit zu? Ich verwende es oft in Eintöpfen und Currys. Lecker! Was ist das nächste Gericht, das du probieren möchtest? Ich denke darüber nach, bald ein würziges Hühnchencurry zuzubereiten. Das klingt unglaublich. Ich würde mich freuen, mit dir eine Verkostung zu machen.
Lektion 15. Ausstattung des Fitnessstudios. Ich habe gehört, dass den Gästen im Fitnessstudio Einrichtungen zur Verfügung stehen. Das ist praktisch. Gibt es eine Kleiderordnung für die Nutzung des Fitnessstudios? Ich glaube, es ist ziemlich entspannt. Trage einfach bequeme Trainingskleidung. Perfekt. Ich trage gerne etwas, das mir erlaubt, mich frei zu bewegen. Genau. Welche Art von Workouts bevorzugst du normalerweise? Ich mag eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Das macht die Dinge interessant. Gute Wahl. Ich mache gerne Yoga, um das auszugleichen. Yoga eignet sich hervorragend für Flexibilität und Entspannung. Lass uns gemeinsam eine Trainingseinheit im Fitnessstudio planen. Es wird Spaß machen. Lektion 16. Optionen erkunden. Machen Sie weiter und nutzen Sie diese Optionen. Ja, sie können unsere Erfahrung wirklich verbessern. Und wenn Sie Zeit haben, sollten Sie in Betracht ziehen, lokale Snacks zu kaufen, um sie zu probieren. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es macht immer Spaß, lokale Aromen zu entdecken. Genau. Ich liebe es, auf Reisen neue Lebensmittel zu entdecken. Ich auch. Haben Sie bestimmte Snacks im Sinn? Ich habe gehört, dass die Chips und Dips unbedingt probiert werden müssen. Ja, und vergessen Sie nicht die lokalen Süßigkeiten. Sie können köstlich sein. Schnappen wir uns welche, bevor wir gehen. Lektion 17. Erste Schritte mit dem Malen. Brauchst du einen Pinsel? Klar, ich helfe dir gerne beim Einstieg ins Malen. Das wäre toll. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren. Wir können sogar zusammen einkaufen gehen. Das fände ich toll. Es wird Spaß machen, Farben und Materialien auszuwählen. Ja. Holen wir uns alles, was wir brauchen, um ein fantastisches Stück zu kreieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es ausgeht. Es wird eine großartige Erfahrung sein, und wir können voneinander lernen. Unbedingt. Lass uns einen kreativen Tag daraus machen. Lektion 18. Traditionelle Souvenirs. Ich habe einen schönen Artikel gefunden, der ein traditionelles Design hat. Es sieht wunderschön aus. Was ist es? Es ist eine handgefertigte Vase, die die lokale Kultur widerspiegelt. Das klingt nach einem perfekten Souvenir. Hast du es gekauft? Ja, ich konnte nicht widerstehen. Es wird mich an diese Reise erinnern. Was für eine großartige Wahl. Es ist immer schön, etwas Sinnvolles mit nach Hause zu nehmen. Genau. Es verleiht der Inneneinrichtung eine persönliche Note. Lasst uns weiter nach weiteren Unikaten suchen. Ich will auch einen finden. Definitiv. Je mehr Erinnerungen, desto besser. Lektion 19. Streetfood-Kultur. Das ist großartig. Ist es üblich, Streetfood zum Frühstück zu essen? Ja, vielerorts ist Streetfood sowohl zum Frühstück als auch zum Mittagessen beliebt. Das ist interessant. Welche Art von Geschirr haben die Leute normalerweise? Hier finden Sie Artikel wie Reisrollen oder herzhafte Pfannkuchen. Die klingen köstlich.
Ich würde sie gerne ausprobieren. Sie sind in der Regel frisch und voller Geschmack. Ich kann es kaum erwarten, das zu erleben. Stellen wir sicher, dass wir welche probieren. Unbedingt. Streetfood ist für mich ein Highlight des Reisens. Das Gleiche hier. Es ist so eine unterhaltsame Art, die lokale Kultur zu probieren. Lektion 20. Kanadische Universitäten. Wussten Sie, dass es etwa 50 kanadische Universitäten gibt? Ja, ich habe gehört, dass sie als Einrichtungen, die einen 4-jährigen Abschluss gewähren, eigenständig sind. Das ist beeindruckend. Das zeigt, wie sehr Sie sich der Bildung verschrieben haben. Unbedingt. Jede Universität hat ihre eigenen Programme und Stärken. Hast du eine Lieblingsuniversität oder eine, die du bewunderst? Ich mag die University of Toronto wirklich. Sie hat einen guten Ruf. Das ist eine solide Wahl. Ihre Forschungsprogramme sind erstklassig. Ja, und sie ziehen Studenten aus der ganzen Welt an. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über diese Universitäten erfahren. Lektion 21. Aus Unterschieden lernen. Es ist interessant, wie Interessen Menschen zusammenbringen können. Ja, auch wenn sie verschiedene Dinge mögen, können sie Freunde werden. Unbedingt. Sie können viel von jemandem mit unterschiedlichen Perspektiven lernen. Genau. Es erweitert unser Verständnis der Welt. Hast du dich schon einmal mit unterschiedlichen Interessen angefreundet? Ja, ich habe eine Freundin, die gerne fotografiert und ich liebe es, von ihr zu lernen. Das ist großartig. Ich denke, gemeinsame Hobbys können Freundschaften stärken. Definitiv. Lassen Sie uns gemeinsam weiter neue Interessen erkunden. Ja, es macht das Leben aufregender und bereichernder. Lektion 22. Malerische Dörfer. Einverstanden. Wir könnten auch malerische Dörfer besuchen und traditionelle englische Pubs genießen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich liebe es, die lokale Kultur zu erkunden. Ja, dem Charme dieser Dörfer kann man kaum widerstehen. Und die Pubs haben oft eine so gemütliche Atmosphäre. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich nach einem erlebnisreichen Tag zu entspannen. Haben Sie bestimmte Dörfer im Sinn? Ich habe großartige Dinge über die Cotswolds gehört. Die Landschaft ist atemberaubend. Das ist eine fantastische Wahl. Nehmen wir es in unsere Reiseroute auf. Ja! Ich kann es kaum erwarten, die lokale Gastfreundschaft und das Essen zu erleben. Lektion 23. Küchenbedarf. Ich fand die Schublade unter der Spüle perfekt für die Aufbewahrung von Küchenutensilien. Das ist praktisch. Ich habe vergessen, meins mitzubringen, also ist es toll, hier einen Platz zu haben. Ja, es sorgt dafür, dass beim Kochen alles organisiert und griffbereit ist. Genau. Es macht mich verrückt, wenn Dinge verstreut sind. Haben Sie darüber nachgedacht, zusätzliche Speicherlösungen hinzuzufügen? Ich dachte darüber nach, ein paar Behälter für Gewürze und Utensilien zu besorgen. Das ist eine kluge Idee. Das hilft, die Dinge aufgeräumt zu halten. Machen wir eine Liste mit dem, was wir beim nächsten Einkauf brauchen.
Guter Plan. Ich freue mich darauf, einen funktionalen Küchenbereich einzurichten. Lektion 24. Historische Konflikte. Zu dieser Zeit kam es friedlich zu Konflikten zwischen den Siedlern und den Indianern um Land. Ja, es ist ein komplexer Teil der Geschichte, der Beziehungen geprägt hat. Unbedingt. Das Verständnis dieser Dynamiken ist entscheidend für das Lernen. Was waren Ihrer Meinung nach die Hauptursachen für diese Konflikte? Landbesitz und Ressourcenzugang waren wichtige Faktoren. Das macht Sinn. Das führt oft zu Missverständnissen und Spannungen. Ja, und es ist wichtig, die Auswirkungen auf beiden Seiten zu erkennen. Definitiv. Wir sollten weiter über diese historischen Ereignisse diskutieren. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, uns besser in unserer Gegenwart zurechtzufinden. Lektion 25. Unverzichtbare Ausrüstung. Beim Wandern ist es wichtig, Ausrüstung wie festes Schuhwerk und einen Rucksack dabei zu haben. Ja, das ist großartig. Das macht den Unterschied in Bezug auf Komfort und Sicherheit aus. Ich denke auch, dass es wichtig ist, viel Wasser mitzubringen. Unbedingt. Vor allem bei längeren Wanderungen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Hast du darüber nachgedacht, was du sonst noch für unsere Reise einpacken sollst? Ich werde sicherstellen, dass Snacks und ein Erste-Hilfe-Set dabei sind. Gut überlegt. Lassen Sie uns unsere Ausrüstung noch einmal überprüfen, bevor wir gehen. Definitiv. Ich möchte voll und ganz auf unser Abenteuer vorbereitet sein. Ich freue mich darauf, mit dir auf die Trails zu gehen. Lektion 26. Erkunden Sie in Ihrem eigenen Tempo. Die Freiheit zu haben, in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden, ist so erfrischend. Unbedingt. Es ermöglicht Ihnen, das Erlebnis in vollen Zügen zu genießen. Außerdem hilft es dir, alles um dich herum aufzunehmen. Ja, und es nimmt den Druck der Hektik. Genau. Es macht auch das Reisen angenehmer. Ich liebe es, anhalten und Fotos machen zu können, wann immer ich will. Ich auch. Das Festhalten von Erinnerungen ist ein so großer Teil des Reisens. Stellen wir sicher, dass wir Reisen planen, die diese Freiheit ermöglichen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Abenteuer. Lektion 27. Tipps zur Reinigung. Es macht das Aufräumen nach dem Kochen so einfach. Das ist ein toller Vorschlag. Das muss ich umsetzen. Ja, eine aufgeräumte Küche macht das Kochen noch angenehmer. Unbedingt. Ich habe gerne einen sauberen Arbeitsplatz, wenn ich koche. Es hilft bei der Konzentration und Kreativität. Ja, lassen Sie uns weitere Tipps geben, um unsere Küchen zu organisieren. Definitiv. Ich liebe es, neue Hacks für Effizienz zu lernen. Ich auch. Lassen Sie uns das Kochen zu einem unterhaltsamen und einfachen Erlebnis machen. Ich freue mich darauf, diese Ideen gemeinsam auszuprobieren. Lektion 28. Essentials in der Küche. Die Schublade unter der Spüle eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln. Das ist praktisch. Ich habe vergessen, meins mitzubringen, also nehme ich einfach, was hier ist. Kein Problem.
Es ist immer gut, einen bestimmten Platz für diese Gegenstände zu haben. Unbedingt. Es sorgt dafür, dass alles organisiert und leicht zu finden ist. Hast du darüber nachgedacht, was wir sonst noch in der Küche brauchen könnten? Ich denke, wir sollten uns mit Spülmittel und Schwämmen eindecken. Tolle Idee. Lass uns eine Liste machen, damit wir nichts vergessen. Ja, so können wir alles zum Kochen bereit haben. Ich freue mich darauf, mit ein paar gemeinsamen Mahlzeiten zu beginnen. Lektion 29. Auf Zahlung warten. Kein Problem. Ich kann warten. Hier ist deine Rechnung. Sie beläuft sich auf 180. Danke. Danke für deine Geduld. Natürlich. Warten ist überhaupt kein Problem. Ich möchte nur sicher gehen, dass alles richtig geregelt ist. Das ist wichtig. Es hält die Dinge klar und organisiert. Ja, und ich werde dafür sorgen, dass ich für einen guten Service gutes Trinkgeld gebe. Das ist eine nette Geste. Das zeigt Wertschätzung für Ihre Arbeit. Unbedingt. Lassen Sie uns unser Essen genießen, sobald alles geklärt ist. Ich kann es kaum erwarten, mich einzuarbeiten. Lektion 30. Lokale Begegnungen. Ja, ich hatte während meiner Reise einige wundervolle Begegnungen mit den Einheimischen. Das ist toll zu hören. Warst du bei einer einheimischen Familie? Ja, ich war bei einer einheimischen Familie und sie waren unglaublich gastfreundlich. Das muss eine tolle Erfahrung gewesen sein. Was hast du von ihnen gelernt? Sie brachten mir ihre Traditionen bei und teilten köstliche hausgemachte Mahlzeiten. Das ist so besonders. Das ist der beste Weg, um in eine Kultur einzutauchen. Unbedingt. Ich fühlte mich als Teil ihrer Familie. Diese Erinnerungen werden oft von Reisen am meisten geschätzt. Ich stimme voll und ganz zu. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, um das zu erleben. Lektion 31. Wir feiern die Wissenschaft. Ich denke, es ist wichtig, das Wunder der Wissenschaft mit allen zu feiern. Unbedingt. Die Wissenschaft beeinflusst unser Leben auf so viele Arten. Ja, und diese Begeisterung zu teilen, kann andere inspirieren. Es kann das Interesse junger Köpfe wecken und das Lernen fördern. Auf welche Weise können wir die Wissenschaft in unserer Gemeinschaft feiern? Wir könnten Veranstaltungen oder Workshops organisieren, um Menschen jeden Alters einzubeziehen. Das ist eine tolle Idee. Praktische Aktivitäten können dazu beitragen, dass es mehr Spaß macht. Ja. Lass uns ein Brainstorming über einige Aktivitäten machen, die jeder genießen kann. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit diesem Projekt zu beginnen. Lektion 32. Englisch lernen. Nachdem ich ins Bett gegangen war, sah ich mir eine englischsprachige Sendung an. Das klingt produktiv. Wie war es? Es war ziemlich fesselnd. Es hat mir wirklich geholfen, zuzuhören. Das ist großartig. Das Anschauen von Programmen kann eine unterhaltsame Art des Lernens sein. Ja, und es setzt mich verschiedenen Akzenten und Vokabeln aus. Hast du irgendwelche neuen Sätze gelernt? Hab ich. Ich habe ein paar aufgeschrieben, die ich üben möchte.
Fantastisch. Verwenden wir sie in unseren Gesprächen. Ganz gewiss. Gemeinsames Üben wird es noch einfacher machen. Lektion 33. Köstliche Aromen. Das klingt interessant. Ist es scharf? Nicht zu scharf, aber voller Aromen, die wirklich knallen. Das ist perfekt. Ich liebe Gerichte, die würzig sind, ohne überwältigend zu sein. Genau. Es macht das Essen für alle angenehm. Welche Zutaten verwenden Sie Ihrer Meinung nach, um diesen Geschmack zu erzielen? Sie verwenden oft eine Mischung aus Kräutern und Gewürzen, um den Geschmack zu verbessern. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie man mit diesen Gewürzen kocht. Lass uns ein Rezept finden und es gemeinsam ausprobieren. Ja, zusammen kochen klingt nach einem lustigen Plan. Lektion 34. Lebensmittel einkaufen. Das klingt perfekt. Welche Zutaten verkaufen Sie? Sie haben eine Vielzahl von frischen Produkten, Getreide und Gewürzen. Das ist großartig. Ich liebe es, an Orten mit einer großen Auswahl einzukaufen. Ich auch. Es macht das Kochen so viel angenehmer. Gibt es spezielle Zutaten, die Sie zu finden hoffen? Ich suche nach einzigartigen Gewürzen, mit denen ich beim Kochen experimentieren kann. Machen wir eine Liste mit dem, was wir brauchen, bevor wir einkaufen gehen. Gute Idee. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir entdecken. Es wird ein Abenteuer im Supermarkt. Lektion 35. In die Innenstadt kommen. Welchen Bus sollte ich nehmen, um in die Innenstadt zu gelangen? Ja, Sie können entweder den Bus 14 oder den Bus 22 nehmen. Beide fahren dorthin. Das ist hilfreich. Wissen Sie, wie oft sie rennen? Der Bus 14 fährt alle 10 Minuten, während der Bus 22 etwas seltener fährt. Großartig. Ich glaube, dann nehme ich den Bus 14. Gute Wahl. Es ist normalerweise auch weniger überfüllt. Perfekt. Ich möchte sicher gehen, dass ich eine bequeme Fahrt habe. Lass mich wissen, wenn du weitere Tipps für deine Reise brauchst. Das werde ich. Danke für deine Hilfe.